closet way back. I won't be needing that. I won't be needing that. I'm ready to. Hier haben wir für euch das Ozone Code V2. Das erste Twin-Tip von der Firma Ozone. Bekannter Hersteller aus dem Kite-Bereich. Haben sehr, sehr viele Kite-Modelle. Das ist hier der Rounder. In der Länge bei uns im Test in 1,38 x 41 in der Breite. Ein durchgehend CNC gefräster Polonia Holzkern mit kratzfesten Kunststoffbelegen auf Ober- und Unterseite. Die Kanten hier sind angegossen und sind ganz leicht verrundet, aber es besitzt keine wirkliche Tucked under the Edge. Der Übergang ins Unterwasserschiff ist hier durchgehend an sich scharf. Das Board hat eine Rockerlinie bei der Länge von 1,38 von 5,3 cm. Der Flex ist durchgehend mittelhart gestaltet und wird zu den Tips hin nur minimal härter. Vom Stance haben wir 3 verschiedene Möglichkeiten der Anpassung, um Körpergröße, Schrittlänge und so weiter an den jeweiligen Fahrer oder die Fahrerin anpassen zu können. Ausgestattet ist das Board halt mit 4,5 cm langen Finnen. Diese sind ein gespritzter Kunststoff. Im Unterwasserschiff haben wir hier ein durchgehend leichtes V im mittleren Teil, was an sich aber ein Doppelkonkav darstellt. Also hier zwischen ist es auch insgesamt konkav. Und wir haben ganz kleine, 1 cm lange kleine Bevels. Da neigt es sich auch wieder ganz leicht nach unten. Und der Übergang ist hier in die Tips hinein ein ganz leichter, rund gehaltener Channel. Also hier gibt es keine richtig harten Übergänge oder Vertiefung, sondern ist mehr hier so eine kleine Kiele, die rechts und links nochmal rausstehen aus dem Ganzen. Inklusive der 4,5 cm langen Finnen wiegt das Board hier 3,1 Kilogramm. Nimmt man die Ozonbindung dazu, kommen nochmal 950 Gramm dazu. Für die Bindung machen wir für euch ein separates Video auf Gleiten TV logischerweise. Schaut man auf die Maße vom Code V2, dann fällt auf, dass wir bei 1,38 haben wir eine Rockerlinie von 5,3 cm und das für einen Freeride Allround Board. Damit wir hier gute Gleiteigenschaften produzieren können, benötigen wir auch stets einen gleichmäßigen Zug vom Kite. Zudem ist die Outline deutlich verrundet, was das Board jetzt nicht zum Leichtwind-Experten macht, sondern der Haupteinsatzbereich bei stärkerem Wind liegt. Das doppelkonkave Unterwasserschiff des Code V2 und die 4,5 cm langen Finnen geben dem Board eine ausreichende seitliche Führung. Dementsprechend ist hier ein mittlerer Anwendkurs völlig unproblematisch möglich. Zum Switchen des Boards wird nur eine sehr geringe Kraft erforderlich. Das Board ist insgesamt loose abgestimmt. Dabei ist der Übergang vom Griff der Kante zur Finne harmonisch gestaltet und einfach zu kontrollieren. Eine der wesentlichen Stärken des Code V2 ist die Drehfreude. Klar, die verrundete Outline in Kombination mit der doch recht stark und ausgeprägten Rockerlinie erlauben bei dem Board hier enge, weite Radien mit vollem Zug auf dem Tail. Ein bisschen mehr Griff bieten hier die Finnen, klein bisschen mehr als die Kante, sodass man durchaus mal ein bisschen in den Wellen mit diesem Board rumspielen kann. Ein weiterer Pluspunkt ist hier die Kontrolle und Laufruhe in kabbligen Bedingungen. Also auch wenn man mal in den kleinen Wellen in der Ostsee hier ein bisschen rumspielen möchte, ist das ein ganz ausgezeichnetes Brett, was beweglich ist, drehfreudig ist und aufgrund der Rockerlinie auch eine sehr schöne Dämpfung aufweist. Also es ist absolut knieschonend, auch in Kombination mit den gut gedämpften Pads und Schlaufen, die wir, wie schon erwähnt, nochmal in einem separaten Video vorstellen werden.
Aufgrund der verrundeten Outline in der Form und der stärkeren Rockerlinie brauchen wir hier, um maximale Leinenspannung zu erzeugen, einen sehr kurzen progressiven Ankantvorgang. Wir haben hier einen guten Griff über die Kante und auch über die Finnen. Dementsprechend ist man hier recht frei und variabel in seiner Absprungtechnik. Sehr schön ist die stets butterweiche Landung, die dann auch insgesamt sofort mit Führung versehen ist. Das ist sehr komfortabel und auch stets einfach zu kontrollieren. Der optimale Körpergewichtsbereich liegt hier zwischen 60 und 85 Kilogramm. Grundsätzlich ist das Code V2 einfach zu fahren und stellt keine größeren Anforderungen an das Fahrkönnen. Wer hier maximale Fahrleistung aus dem Brett herausholen möchte, braucht natürlich ein klein wenig Erfahrung mit dem Umgang zwischen dem Kantendruck und dem Druck auf der Finne. Kleine Lastwechsel sind hier manchmal erforderlich, aber nur wenn es um das letzte Quäntchen an Leistung geht. Vergleichen wir die Fahrleistung insgesamt im Bereich der Allround Freeride Boards, so liegen wir hier im guten Mittelfeld. Und wie auch schon anfangs erwähnt, ist das hier ein Board für den mittleren bis stärkeren Windbereich. Die nennenswerten Stärken des Code V2 liegen in seiner Beweglichkeit und in der Drehfreude. Ein bisschen Rumspielen in der Welle oder das Aneinanderheften von kleinen Tricks und Sprüngen ist halt genau das Ding des Code V2. Hier kommt insgesamt Freude auf. Das Board hat auch in der nicht so teuren Bauweise ein wirklich leichtes Gewicht, gerade auch in Kombination mit der Pad- und Schlaufen-Kombination bekommen wir hier ein sehr gutes Ergebnis. Und zu guter Letzt ist halt Komfort und Kontrolle natürlich eins der Punkte, mit denen das Board hier für sich punkten kann. Für denjenigen, der Freestyle-orientiert unterwegs ist, also sprich Unhooked-Manöver bevorzugt, würden wir doch ganz klar das von uns zuvor getestete Torque V2 empfehlen, was es in einer fast gleichen Länge mit der gleichen Breite gibt. Und da ist der Unterschied von der Leistung, was jetzt an Pop rauskommt, doch deutlich höher. Und preislich liegen die beiden Boards jetzt nicht so weit auseinander. Da ist das Torque auf jeden Fall zu bevorzugen. Wer aber insgesamt mehr Drehfreude sucht, der ist hier beim Code V2 an der richtigen Stelle.